Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Styria Bounty Rush. In der heutigen Episode werden wir uns Ben Beckman aus Movie Red näher ansehen. Fangen wir gleich an und sehen uns seine Skills an. Skill 1, Don't Move. Dieser Angriff hat mehrere Effekte. Erstens wird der Gegner eingeschüchtert und kann 10 Sekunden lang nicht angreifen, plus hat man eine Speed Reduction von 20%, was ihn in seiner Geschwindigkeit einschränkt und ihn für uns zu einem leichter angreifbaren Ziel macht. Weiters greift später auch eine der Character Traits drauf ein und verursacht dadurch noch mehr Schaden, wenn wir ihn mit einer normalen Attacke angreifen. Und dann geht's gleich weiter mit Skill 2, You Were Saying Something. Hierbei handelt es sich um eine extra Long Range Attacke, die die Verteidigung des Gegners ignoriert, somit mit mehr Schaden einschlägt und auch durch ein Hindernis hindurch abgefeuert werden kann, wie ich es hier gerade demonstriert habe. Und dann geht's auch gleich weiter mit den Trades. Wenn ihr eine 3-Schlag-Kombi machen solltet, wird der Gegner beim dritten Schlag mit einem Knockback-Effekt getroffen und ihr schleudert ihn weg. Wenn ihr den Gegner mit Skill 2 angreift und ihn trefft, wird seine Cooldown-Zeit um 30% verlängert. Und wie vorher schon erwähnt, wenn ihr ihn mit Skill 1 getroffen habt, wird der Schaden, den ihr verursacht, um 50% erhöht und die Cooldown-Zeit von eurem Skill 2 um 15% reduziert. Er gehört zur Klasse der Defender und somit ist die Chance und Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass ihr relativ oft in der Nähe der Treasure Gogs sein werdet. Wenn das so sein sollte, erhaltet ihr 30% weniger Schaden von Skillangriffen und 50% weniger Schaden von normalen Attacken, solange ihr euch innerhalb der Treasure Area befindet. Seine nützlichste und am breitesten einsetzbare Fähigkeit ist trotzdem der Widerstand gegen Statuseffekte, der um 80% verkürzt wird. Am meisten betroffen ist man, was das angeht, oft durch Stagger-Effekte. Doch es ist sehr praktisch, wenn nach nicht einmal 2 Sekunden dieser aufgelöst wird und man schon wieder zum Gegenschlag ausholen kann. Und zum Schluss glänzt er auch noch mit einem HP Recovery Trade, indem er durch seine Dreierschlag-Kombi durch den Knockback-Effekt, mit dem er den Gegner zurückwirft, 15% seiner Health Points regeneriert und 15% seiner Skill 2 Cooldown-Zeit reduziert. Das Medal Set habe ich so ausgewählt, dass seine Stärke der Skill 2, die extra Long Range Attacke mit mindestens 20% Cooldown-Zeit, gepusht wird. Zusätzlich bringt uns die Brook Medal eine weitere Skill 2 Cooldown Boni von 10% und die Zoro Medal eine Cooldown für Skill 2 Boni um 13%. Somit haben wir Skill 2 um ganze 43% Cooldown Zeit reduziert. Das sollte als Kerninformation reichen und wir werden gleich mal in die Runde starten. Wie vorher schon erwähnt, genießen wir einen Boni, wenn wir eine Treasure Area für uns einnehmen, denn dadurch haben wir 30% weniger Schaden von Skill-Attacken und 50% weniger Schaden von normalen Attacken. Also versucht immer zuerst eine Flagge zu erobern und dann den Kampf in dieser Treasure Area zu suchen, um den eingefahrenen Schaden so gut es geht zu reduzieren. Dann haben wir jetzt gerade gesehen, mit Skill 2 gleich mal 15.000 Schadenspunkte an Zoro ausgeteilt, was ich schon mal sehen kann lassen zum Einstieg, und mit dem Knockback-Effekt ihn zurückgeworfen und den HP Recovery Bonus auch noch aktiviert. Ab Level 100 ist Ben Beckman ein richtig ernstzunehmender Charakter und ich habe ihn auch oft in der Rückhand, wenn es darum geht, dass ich einen elementaren Nachteil ausgleichen muss. Zum Beispiel gegen meine ach so verhassten Raid on Onigashima Zoros oder wie wir hier haben Sabo, ist er genau der Richtige, wenn es darum geht, mit Blau gegen Rot zurückzuschlagen. Auch ist er meine erste Wahl, wenn es darum geht, wöchentliche oder Eventmissionen abzuschließen, in denen die Aufgabe darin besteht, die Treasure Gogs auf 100% zu erhöhen. Denn seine Defender-Tank-Qualitäten plus seine HP-Recovery-Trades machen ihn wirklich sehr spielbar. Die einzigen Situationen, in denen mir wirklich bewusst ein Nachteil aufgefallen wäre, ist es, wenn man elementar mit der Farbe im Nachteil ist, wie zum Beispiel Movie Red, Shanks oder Sephir. Wenn man von denen angegriffen wird, hat man immer noch eine hohe Schadrate, beziehungsweise kann es sein, dass, wenn gewisse Trades nicht aktiviert sind, man auch einen One-Hit-KO hinnehmen muss. Aber abgesehen davon bin ich mit der Grundfunktion und Grundstärke mehr als nur zufrieden.
Gerade mit seiner extra Long-Range-Attacke, wenn man sich in die richtige Position bringt und einfach den Gegner hinter einem Hindernis ins Visier nimmt, indem man rechts oben am Bildschirm auf das Symbol des Gegners tippt, kann man ihn aus einer überraschenden Position, wenn es gut geht, auch mit One-Shot K.O. machen. Und wenn das nicht sein soll und ihr eher den Nahkampf bevorzugt, einfach mit Skill 1 Don't Move die Gegner auf die Palme bringen und den Schadensvorteil, den ihr genießt, voll ausnutzen und einen nach dem anderen in den K.O. schicken. Und um gewisse overpowered Charakter wie Yamato oder Raid und Onigashima Zoro etwas in ihre Grenzen zu weisen bzw. euch nicht den Spaß am Spiel nehmen zu lassen, ist Ben Beckman ziemlich sicher einer der besseren Choices. Wenn ihr Fragen zu Ben Beckman habt oder andere Erfahrungen gemacht habt, die ihr mit uns teilen wollt, schreibt mir diese in die Kommentare. Und das bringt uns auch schon wieder ans Ende der heutigen Folge. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns wieder nächste Woche zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Styria Bounty Rush.